Du möchtest die Bezugsnebenkosten auf deinen Warenwert umlegen? In diesem Video zeigt dir unser Experte für Buchhaltung, Gerald, wie einfach das mit dem Cloud ERP Haufe X360 geht. Hallo Gerald und hallo Dirk. Ja, danke Inga. Hallo Gerald. Hallo Dirk. So, heute wird es wieder buchhalterisch. Wir wollen uns Bezugsnebenkosten anschauen. Genau. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man das handhaben will, wie man das konfigurieren will. Da können wir jetzt nicht auf jede einzelne Möglichkeit eingehen. Wir zeigen das mal an einem Beispiel und werden an der einen oder anderen Stelle mal zeigen, welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Wir haben vor, wir wollen einen Beleg erfassen, wir wollen den Warenwert korrigieren, die Eingangsrechnung natürlich dazu buchen und schauen uns dann die Konfiguration an. Und dann, wenn du erlaubst, würde ich ganz gerne einmal auf deinen Bildschirm schalten. Sehr gerne. Ja, dann switchen wir da einmal um. Gerald, wo sind wir hier? Was machen wir jetzt hier? Wir sind hier im Einkaufsbereich des Ja. ERP-Systems. Wir haben eine Bestellung gemacht, wir haben Ja. Ware erhalten von einem Lieferanten. Das haben wir schon gebucht hier als Wareneingang auf Bestellung. Ja, Das ist ein Lieferant, in diesem Beispiel wieder aus dem Drittland. Das heißt, auf diese Lieferung ist erstmal seitens des Lieferanten keine Steuer drauf. Und wir haben nachher Fracht, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll und so weiter auf der Bezugsnebenkostenrechnung, die dann von FedEx kommen wird. das heißt, wir haben eine normale Eingangsrechnung und wir haben eine Rechnung von FedEx. So, und die wird irgendwie miteinander verbunden. Genau. Und dann soll der Warenwert korrigiert werden. Warum macht man das? Das macht man, weil man die tatsächlichen Beschaffungskosten der Ware Ja. sehen möchte, Ja. kalkulatorisch im Lager oder auch tatsächlich gebucht. Ja, Das ist eine unternehmerische Entscheidung, ob Ja. man das so macht oder nicht. Ja. Wenn man das machen möchte, hat man verschiedene Möglichkeiten, die Bezugsnebenkosten wie Fracht, Zölle, Bearbeitungsgebühren etc. nach verschiedenen Maßstäben eben auf die Ware umzulegen Ja. und auf den Lagerwert eben Ja. aufzuschlagen. Wonach mache ich das? Nach Stück, nach Litern oder nach Kubikmetern oder was ist Na, da meine gibt's, Bezugsgröße? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, Ich kann das einmal nach Preis machen. ja, Ich kann das nach Stück machen, also nach der Menge. Ich kann das nach Volumen machen und ich kann es nach Gewicht machen. okay. Das heißt, wir haben jetzt hier die Eingangsrechnung und die Bezugsnebenkosten finde ich wo? Wo sind die ausgewiesen? Die wollen wir jetzt erfassen Okay. und dann auch sehen, was dann passiert, Ja, wenn wir okay. das tun. So. Wir haben jetzt hier die Eingangsrechnung. Ja, Die ist auch ohne Steuern, ist ja ein Ja. Drittlandfall. Und ich habe jetzt hier mal diesen Bericht von diesem Lager, wo das reingebucht okay. wurde. Und hier sieht man jetzt den Warenwert. Das heißt- das entspricht jetzt im Moment noch dem, was hier Ja. auf der Eingangsrechnung steht. ach, das ist ein super Bezugspunkt. Das können wir nachher nochmal angucken, wenn wir die ganzen anderen Genau. Buchungen abgeschlossen haben, ob sich unser Warenwert wirklich geändert hat. Ja, So, jetzt erfasse ich den Bezugsnebenkostenbeleg. Ja. Da kommt jetzt eine Rechnung auf den Tisch von Ja. FedEx. Da muss ich natürlich erstmal wissen, wofür ist jetzt diese Rechnung. Also ich gehe jetzt hier in einen Beleg, der nennt sich Bezugsnebenkosten. Den finde ich auch im Menü Einkauf. ja, Hier unter Einkauf, unter Transaktionen, Bezugsnebenkosten, komme ich da rein und wähle meinen Lieferanten aus und sage jetzt hier, der hat jetzt zum Beispiel Frachtkosten mit mir in Rechnung Ja. gestellt, okay. über einen Betrag von, ich sage jetzt einfach mal 1000 Euro. So, jetzt muss ich im zweiten Schritt den Wareneingangsbeleg hinzufügen, Ja. auf den sich das jetzt bezieht, weil das System muss ja irgendwoher die Information haben, Ja. welcher Warenbestand eigentlich Ja, korrigiert ja. werden soll. Kann ich da eventuell auch mehrere Wareneingänge zuordnen oder oder immer nur einen? Da kann ich mehrere Wareneingänge zuordnen. Ich Okay. kann sogar einzelne Wareneingangspositionen zuordnen und das auch nochmal Okay. entsprechend aufteilen, Ja, wenn ich möchte. ja, danke. So, ich habe den jetzt hier ausgewählt. Das ist dieser, den wir hier sehen. Und
Ich gehe jetzt hier auf Hinzufügen und schließen. Jetzt steht er hier drin, der hat jetzt noch nichts gerechnet. Ich gehe jetzt einmal auf Speichern und jetzt sehen wir, hier hat er jetzt einen zugewiesenen Betrag. Okay. Er hat jetzt hier diese Frachtkosten. Ja. Da steht auch die Zuweisungsmethode, in diesem Fall nach Gewicht, ne? Das sehe ich jetzt hier nicht. Ja. Da stand, aber wenn du in den Beleg gehst, wo du jetzt eben warst, da steht doch hier bei der Hier sehe ich das, Zuweisungsmethode das nach richtig, Gewicht, ne? Ja. Genau. So, also man könnte das jetzt hier nachrechnen, Ja. dass der jetzt hier anhand dieses Gewichts Ja. diesen Umlageschlüssel hier ermittelt hat und diese Bezugsnebenkosten, diese 1.000 Euro hier entsprechend auf die Positionen verteilt. Dafür haben wir ja, früher hatten wir Taschenrechner auf dem Schreibtisch, heute haben wir einen Computer, das rechnen wir jetzt nicht nach. Wir gehen mal davon aus, dass er richtig gerechnet hat. Ja. Jetzt habe ich also auf jede Position diese Bezugsnebenkosten habe ich zugeordnet. Obwohl ich das Stück hatte, konnte ich das nach Gewicht verteilen. Korrekt. Ist jetzt schon buchhalterisch was? Achso, du Nein. willst noch eine weitere Position erfassen? Üblicherweise steht da noch mehr drauf. Ja. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Ja. Wir haben jetzt eine Fracht und wir haben jetzt einen Zoll, der da üblicherweise noch mit drauf ist. Ja. Ich sage jetzt mal, das sind jetzt hier 200 Euro. So, und da sehen wir jetzt hier schon den Unterschied. Die Frachtkosten haben wir gesagt, die wollen wir nach Gewicht verteilen. Und den Zoll, den wollen wir nach Preis verteilen. Ja. Man könnte es jetzt noch exakter machen, aber man will das ja auch irgendwie einfach halten, den Vorgang. Und dann wäre das jetzt so der geeignete Maßstab. Wenn ich das jetzt wieder Nach speichere, Preis heißt, wenn etwas 10% des Gesamtwerts ist, legst du 10% von den 200 Euro auf diesen Betrag um, also 20 Euro dann in dem Moment. Ja, okay. So, und jetzt hat sich eben auch noch dieser Zollbetrag hier anteilig umgerechnet. Ja. Jetzt Das haben ist wir aber noch- jetzt noch nicht gebucht, ne? Das ist noch nicht gebucht. Okay. Jetzt haben wir auch noch die Einfuhrumsatzsteuer. Dafür haben wir ein eigenes Video gemacht. Verlinkt die Inga bestimmt, dass ihr euch das angucken könnt. Und das erklären wir da noch ein bisschen ausführlicher. Einfach mal, das sind 2.000 Euro. Und hier ist auch ganz wichtig, das wird überhaupt nicht umgelegt. Das wird Ja. nicht zugewiesen, sondern die Einfuhrumsatzsteuer wird separat gebucht. Ja, natürlich. Die ist aber auf dem Beleg mit drauf, deshalb ist es auch praktisch, das an dieser Stelle hier mit zu erfassen. So, dann erfasse ich hier auch noch die Lieferantenreferenz. Jetzt habe ich hier eine Eingangsrechnungsnummer von FedEx. Ja. Kann das jetzt speichern und freigeben. Und jetzt findet Jetzt tatsächlich. passiert die erste Buchung. Ja. Wir sehen nämlich jetzt, dass hier kannst du das mal irgendwie. Bestandskorrektur- Aber kannst du das mal. Ach so, du hast das da zur Seite gezogen, damit man das da ganz Genau, rechts sieht. damit man das da ganz rechts sieht. Ja. Hier diese Bestandskorrekturbelege hat er erzeugt. Und wir können auch jetzt schon anschauen, das war jetzt dieser alte Lagerreport, der hat sich jetzt noch nicht verändert, den habe ich einfach auf dem Bildschirm gelassen. Ja. Normalerweise werden diese Bestandskorrekturen, die das System hier erzeugt, automatisch freigegeben. Ja. So wird das üblicherweise konfiguriert. Dieses Häkchen hatte ich jetzt leider bei der Vorbereitung vergessen, deshalb hat er auch noch nichts gebucht. Ach so, okay. Das mache ich jetzt mal manuell. Normalerweise konfigurieren wir das so, dass das automatisch Ja. passiert. Und jetzt können wir hier in diesem Bericht Lagerwert anzeigen, diesen zweiten, den aktualisieren wir jetzt mal. Ja. Und jetzt sehen wir, hier ist was passiert. Hier Ja. hatten wir also vorher die 13.720 Euro, jetzt haben wir 14.920 Euro und entsprechend auf die einzelnen Positionen. Die Gesamtkosten der einzelnen Positionen, die wir hier im Lager haben, sind auch korrigiert. So, Okay. der letzte Schritt ist jetzt noch, ich erfasse jetzt eine Kreditoreneingangsrechnung zu diesem Bezugsnebenkostenbeleg. Wenn das 1:1 ist, muss ich einfach nur noch auf den Knopf drücken und das Ding freigeben und alles ist fertig. Ja. Wie sieht denn der Konfigurationsdialog dazu aus? Das sind jetzt einige Schritte. Ich zeige jetzt mal nur im Groben, was wir hier so alles machen müssen. Wir müssen natürlich schauen, dass diese entsprechenden Maßstäbe in den Artikeln hinterlegt sind. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier in die Artikelstammdaten des Bürostuhls reingehe, dann habe ich hier unter dem Register Verpackung ein Gewicht und eine Gewichtseinheit. Ja. Das muss ich natürlich für alle Artikel hinterlegen und pflegen, wo ich das nach Gewicht umlegen möchte. Sonst Genau. weiß das System nicht, was es rechnen muss. Dann brauche ich Bezugsnebenkostencodes. Ja.
Das ist ein kompliziertes Wort. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so eine Art Artikel, den man eben für die Bezugsnebenkosten verwendet. Okay. Dem gibt man einen Namen, der hat eine Beschreibung. Da sagt man, wie möchte man das eigentlich umlegen, zum Beispiel hier nach Gewicht. Ja. Dann gibt man hier einige Informationen zur Kontierung an. Das Ding braucht eine Steuerkategorie, weil da werden auch Steuern errechnet, da werden Konten hinterlegt. Ja. Wir brauchen auch noch zu den Bezugsnebenkostencodes Ursachencodes, die wir entsprechend hier auch analog definieren. Und dieser Ursachencode wird dann Da hier, ist auch das Konto gleich mit hinterlegt, ne? ja, Die das ist hier 56.000. an verschiedenen Stellen. Das, Wir sind im SKR 04, dann ist das 5.600, ne? 5.800. 5.800, okay. Letztendlich bleibt da nichts, weil es wird ja auf den Warenwert umgelegt. Aber es ist halt das heißt, ich muss die Bezugsnebenkosten einmal konfiguriert haben. Ich muss dafür sorgen, dass das beim Artikel halt richtig zugeordnet wird, zum Beispiel nach Gewicht. Und dann kann ich die Eingangsrechnung buchen, ich kann die Frachtrechnung buchen mit den anderen Nebenkosten und das wird auch einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer direkt alles sauber dann durchgebucht in einem Arbeitsgang. Hat jetzt ganz lang ausgesehen und ganz kompliziert ausgesehen, aber wenn man mal das, was wir zwischendurch da ausgetauscht haben, abzieht, dann waren das 2 Belege, die erfasst worden sind. Den Rest hat X360 automatisch gemacht. Das hat es jetzt automatisch gemacht. Ja, super Einführung, ganz lieben Dank. Und dann würde ich sagen, wer noch Fragen hat, der wendet sich an Gerald. Oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare, dann antworten wir euch da. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch und auf das nächste Video natürlich mit dir. Und würde sagen, dann hat Inga wieder das Wort. Ne? Tschüss. Tschüss. Super, das war wirklich übersichtlich, Gerald. Vielen Dank dafür. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu Haufe X360 im Allgemeinen oder auch zum Thema Bezugsnebenkosten, dann komm gerne auf uns zu. Wie immer findest du unsere Kontaktdaten unten in der Beschreibung zum Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere auch gerne unseren Kanal und hinterlasse uns ein Like. Bis zum nächsten Mal.